Also Leute, die Reaktion dieses Pitbulls hat das Leben einer Familie für immer verändert. Als die 8 Monate alte kleine Lina ihre allerersten Schritte machte, war die Reaktion von diesem 70 Kilogramm schweren Pitbull namens Bruno so bewegend, dass die ganze Familie in Tränen ausbrach. Und jeder, der diesen Moment miterlebt hat, verstand, was wahre Liebe wirklich bedeutet. Aber der wahre Grund hinter Brunos Verhalten war herzzerreißender, als sich irgendjemand hätte vorstellen können. Vor 4 Monaten war Bruno nur ein weiterer Pitbull, den niemand im überfüllten Münchner Tierheim wollte. 70 Kilo pure Muskelmasse mit einer tiefen Narbe quer über den Kopf, die vom linken Ohr bis zur Schnauze verlief. Die meisten Leute gingen schnell an seinem Zwinger vorbei, manche wechselten sogar auf die andere Seite des Gangs. Der ist zu groß, sieht zu gefährlich aus, flüsterten sie sich zu. In was für einem Kampf war der denn, um solche Narben zu bekommen? Die Tierheim-Mitarbeiter hatten ihn als schwer vermittelbar eingestuft. Tag für Tag kamen Familien auf der Suche nach Haustieren, aber Brunos imposante Erscheinung hinter den Metallstäben jagte ihnen Angst ein. Sein Zwinger war in der hinteren Ecke, weg von den vermittelbaren Hunden. 8 lange Monate war er dort gewesen und hatte zugesehen, wie kleinere, freundlicher aussehende Hunde ihr Zuhause für immer fanden, während er vergessen blieb. Als die Familie Weber ihn zum ersten Mal sah, spürten sie etwas anderes. Sie suchten gar keinen großen Hund. Sie waren gekommen, um einen kleinen Begleiter für ihre wachsende Familie zu finden. Aber da war etwas in Brunos Augen, das sie innehalten ließ. Lena krabbelte noch, und als sie sich im Tierheim zu Brunos Käfigchen bewegte, erstarrte dieser riesige Hund komplett. Die Tierheimhelferin trat schnell vor. »Oh, ich würde nicht zu nah an den da rangehen. Er ist schon eine Weile hier und interagiert nicht wirklich mit Menschen.« Aber Lena krabbelte weiter vorwärts, völlig furchtlos. In diesem Moment, als die Zeit stillstehen zu schien, streckte das winzige Baby ihre kleine Hand zu den Käfigstäben. Was dann passierte, schockierte alle im Raum. Ich sehe, ihr genießt diese wunderschönen Geschichten, aber habt trotzdem noch nicht abonniert. Und das bricht mir ehrlich das Herz, weil ihr so viele weitere Stories wie diese verpasst. Als Bruno diese winzige Hand sah, begann sein ganzer Körper zu zittern, aber nicht vor Aggression, vor Sehnsucht. Sein massiver Kopf senkte sich langsam und er drückte sanft seine Nase gegen die Stäbe, nur wenige Zentimeter von Lenas Fingern entfernt. Noch nie war jemand so auf ihn zugegangen, noch nie hatte ihm jemand solch unschuldiges Vertrauen entgegengebracht. Frau Weber spürte, wie ihr Tränen in die Augen stiegen. »Schau mal, wie sanft er zu ihr ist«, flüsterte sie ihrem Mann zu. Die Tierheimhelferin stand da mit offenem Mund, völlig verblüfft. »Ich habe ihn noch nie so auf jemanden reagieren sehen«, gab sie zu. An diesem Nachmittag, nach stundenlangen Papierkram und Diskussionen, traf die Familie Weber eine Entscheidung, die all ihre Leben für immer verändern würde. Sie nahmen Bruno mit nach Hause. Als die Familie Bruno nach Hause brachte, erstaunte seine Beziehung zu Lena alle. Jeden Morgen setzte er sich neben Lenas Bettchen, kam aber nie zu nah. Es war, als würde er verstehen, dass seine Größe für das Baby gefährlich sein könnte. Er positionierte sich exakt 1 Meter entfernt, nah genug, um über sie zu wachen, weit genug entfernt, um sicherzustellen, dass sein massiger Körperbau ihr nicht aus Versehen schaden würde, wenn er sich plötzlich bewegte. In den ersten Wochen beobachtete Bruno einfach nur. Wenn Lena weinte, näherte er sich ihrem Bettchen und machte sanfte, süße Geräusche, fast als würde er ein Schlaflied summen, als würde er versuchen, sie mit seiner eigenen Stimme zu trösten. Wenn sie lachte und brabbelte, wedelte sein Schwanz so sanft, dass er sich kaum bewegte, als wäre sogar seine Aufregung um sie herum sorgfältig kontrolliert. Die Familie bemerkte auch andere unglaubliche Verhaltensweisen. Wenn Besucher ins Haus kamen, positionierte sich Bruno zwischen ihnen und Lena. Nicht aggressiv, aber beschützend. Wenn jemandes Stimme zu laut wurde, schaute er sie mit diesen ausdruckssprachen braunen Augen an, als wollte er sagen: »Bitte seid sanft zu meinem Baby.« Könntet ihr so eine Sensibilität zeigen, wenn ihr in seiner Lage wärt? Mit den Tagen wurde ihre Bindung stärker.
Lena war jetzt 10 Monate alt und versuchte, sich an Möbeln hochzuziehen, um zu stehen. Ihre pummeligen kleinen Finger packten die Kante des Couchtisches und sie zog mit aller Kraft, um diese wackeligen Beine unter sich zu bekommen. Bruno schaute immer aus ein paar Metern Entfernung zu, wie ein Schutzengel, der um sie herumkreiste. Er schien zu spüren, wann sie versuchen würde zu stehen. Seine Ohren spitzten sich, sein Körper spannte sich leicht an, bereit bei Bedarf in Aktion zu treten. Aber er mischte sich nie ein. Er ließ sie lernen, ließ sie kämpfen, ließ sie stärker werden. Es war, als verstünde er, dass sie das allein schaffen musste. Aber die wahre Magie geschah an diesem unvergesslichen Dienstagmorgen. Lena spielte mit ihrer Lauflernhilfe in der Küche und schob sie über die Fliesen hin und her. Das Morgenlicht strömte durchs Fenster und schuf tanzende Muster an den Wänden. Plötzlich ließ sie die Lauflernhilfe los und stand allein da, leicht schwankend auf diesen wackeligen kleinen Beinen. Sie blickte durch den Raum und ihre Augen trafen Brunos. Es war, als hätten sie in diesem Moment ein Gespräch geführt. Lenas Ausdruck schien zu sagen: »Schau mich an, Bruno, ich werde etwas Unglaubliches machen.« Und Brunos sanfter Blick antwortete: »Ich bin hier, Kleine, ich glaube an dich.« Auf diesen zitternden Beinen bereitete sie sich darauf vor, ihren ersten Schritt zu machen. Bruno spürte diesen Moment. Seine Ohren spitzten sich und er näherte sich langsam Lena, bewegte sich mit der vorsichtigen Präzision von jemandem, der das Kostbarste der Welt behandelt. Lena machte ihren ersten Schritt, dann den zweiten. Ihre Beine wackelten, aber sie machte weiter, ihre Ärmchen so balance ausgestreckt wie eine winzige Seiltänzerin. Beim dritten Schritt, als sie das Gleichgewicht zu verlieren und nach hinten zu kippen begann, sprang Bruno schnell in Aktion. Drückt den Daumen hoch, wenn euch das Gänsehaut bereitet hat. Dieser riesige Pitti positionierte seinen Körper wie ein weiches Kissen, um zu verhindern, dass Lena hinfiel. Seine Bewegung war so flüssig, so perfekt getimt, dass es choreografiert wirkte. Lena hielt sich an seinem Rücken fest und schaffte auch ihren vierten Schritt, nutzte ihn als ihren lebenden, atmenden Schwebebalken. Als die Familie das sah, waren sie sprachlos. Papa Weber ließ seine Kaffeetasse fallen. Aber jetzt kommt's krass, Leute. Bruno bewegte sich mit Lena mit, dieser 70-Kilo-Riese im Bibi-Tempo. Bei jedem Schritt von Lena machte Bruno einen entsprechenden Schritt. Beim 6. Schritt kam Lenas Lachen und Bruno kriegte Tränen in die Augen. Beim 7. packte sie sein Ohr und er wurde zur Statue. Nach 11 Schritten kuschelte sich Lena müde an Bruno. Von da an war er ihr Lauftrainer. Jeden Tag. Immer in ihrem Tempo. Seine Narbe? Unwichtig. Lena hatte seine Seele geheilt. Was macht ein Beschützer aus? Stärke oder Liebe? Schreibt's in die Kommentare. Bis zum nächsten Video.